und herzlich willkommen, lieber Steinbock, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 19. bis 25.11.2018 und wir schauen, welche Energien wir in dieser Woche für dich, zur Verfügung stellen können. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung, kann nicht immer für alle passen. Du ziehst dir das raus, was dir in deiner Situation weiterhilft. Es soll dich inspirieren, etwas unterstützen in deinen Entscheidungen, und dich vielleicht vorwarnen, wenn es kritisch wird. So, dann schauen wir mal, welche Energien von außen auf dich zukommen. Wie du damit umgehst, mit dem, was du hier erfährst, ist natürlich deine höchstpersönliche Sache. Wir haben die Stärke. Von außen kommt viel Stärke, Leute fühlen sich stark, sind gewappnet sozusagen und schauen wir mal, was du damit anfangen kannst. Dann gucken wir natürlich wieder, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, das, was gut ist für dich, dann kommt das, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, mit dem zweiten Kartendeck schauen wir natürlich, die einzelnen Wochentage und wir schauen auch, welche Energie du in diese Woche mitbringst als Person, was du nach außen zeigst. So, und da haben wir für den Steinbock die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen ist eine Karte, wo sich entweder jemand ausgeschlossen fühlt oder sich selber zurückziehen möchte. Vielleicht sind von außen diese starken Energien zu heftig und du ziehst dich lieber zurück. Je nachdem, wie es dir gerade geht und so, ist das vielleicht auch eine gute Entscheidung, je nachdem, was rauskommt. Schauen wir mal, was die einzelnen Wochentage so sagen. Wir haben hier den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Beginnen wollen wir natürlich mit deiner Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und wir haben die 4 der Stäbe. Das ist auch so die 4 Wände, die dich sicher fühlen lassen. Also du fühlst dich ganz wohl, vielleicht ziehst du dich eben auch in deine 4 Wände zurück, weil es da schön nuschelig ist, weil du eigentlich gar nicht vor die Tür möchtest. Wäre eine Möglichkeit. Es ist einfach angenehm, vielleicht in Familie, vielleicht gibt es auch ein Familienfest, irgendwas in der Richtung. Dein Wunsch in dieser Woche ist die Königin der Münzen. Das ist deine Energie, Erdenergie. Du möchtest Stabilität, Sicherheit, du möchtest Finanzen zusammenhalten, du möchtest, dass deine Partnerschaft funktioniert oder dass du, wenn du noch keine hast, eine richtig feste, gute Partnerschaft findest. Das ist dein Wunsch. Dann haben wir als nächstes deine Hoffnung und Ängste in dieser Woche. Und da haben wir die 9 der Stäbe. Du kämpfst für die Dinge, die dir wichtig sind, für das, was du erreichen möchtest, vielleicht auch für eine Partnerschaft, Haus und Heim, im Job, also du kämpfst bis zum Äußersten. Das ist auch deine Natur, du bist sehr diszipliniert, energisch und kannst die Dinge natürlich auch entsprechend realistisch angehen. So, die Karte, was gut ist für dich in dieser Woche, haben wir den Prinz der Schwerter. Und der Prinz der Schwerter ist eine Karte wie der Ritter der Schwerter. Schwertenergie ist Kommunikation, ist aber auch Gedanken, schnelles Denken, schnelles Handeln, schnelles Agieren. Der Ritter der Schwerter ist manchmal auch, wie gesagt, der Elefant im Porzellanladen, der reinrauscht, auf den Tisch haut und sich rumdreht und geht. Kann sein, dass es eine Situation gibt, in der das notwendig ist und weil sie steht ja auf der Position gut für dich, sodass du vielleicht da auch mal so deine Meinung etwas drastischer kundtun musst. Das wäre aber in diesem Fall auch gut, du sollst dich da auch durchsetzen. Nicht gut für dich in dieser Woche ist Chernonas. Das ist wie der Teufel, also so Obsessionen nachgehen. Also wenn du irgendwie, ich sag jetzt mal, extrem eifersüchtig bist, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, dann wäre es ganz schlecht, das in dieser Woche auszuleben. Oder wenn du jetzt, ich sag mal, sehr viel essen möchtest, alles, was zu viel ist, was man zu viel machen kann, das wäre nicht gut in dieser Woche. Der mögliche Ausgang ist der König der Stäbe. Der König der Stäbe ist Feuerenergie. Das ist Löwe, Widder oder Schütze. Kann bedeuten, dass du jemanden triffst mit dieser Energie
oder dass du diese Energie selber auch verfolgst, also auch leidenschaftlich bei einer Sache dabei bist. Der König der Stäbe ist auch jemand, der sein Ziel erreicht. Das ist jemand, der zielgerichtet arbeitet, wirklich auch leidenschaftlich daran arbeitet. Gucken wir jetzt mal, was wir bei den einzelnen Wochentagen, ich kann heute nicht sprechen, was wir bei den einzelnen Wochentagen haben. Der Montag, 2 der Kelche. Das ist sich auf Augenhöhe begegnen, also sich nahe sein, sich verstehen, gleiche Wellenlänge. Das kann Freundschaft bedeuten, kann aber auch Partnerschaft sein. Ja, also eine sehr schöne Energie, dass man, wie gesagt, auf der gleichen Wellenlänge agiert und dass man, wie gesagt, Verständnis füreinander hat und auch gut miteinander klarkommt. Der Dienstag, da haben wir die Königin der Schwerter. Das ist wie hier der Ritter der Schwerter. Kommunikation, das ist die Energie der Königin der Schwerter, ist einfach jemand, der sich so leicht nichts vormachen lässt. Hat schon gewisse Erfahrungen gesammelt, die Königin der Schwerter, und weiß sich zu wehren, durchzusetzen und ja, auch Dinge zu erläutern und das auch sehr direkt. Das ist Luftenergie, das wären halt die Luftzeichen, Zwilling, Waage oder Wassermann. Könnte eine Person sein, kann aber auch deine Energie sein, weil wir haben hier schon den Ritter der Schwerter. Der Mittwoch. Wir haben die 4 der Münzen. Die 4 der Münzen ist an etwas festhalten, ist Erdenergie, deine Energie auch, dass du vielleicht das Geld zusammenhältst, dass du das möchtest oder dass du vielleicht in einer Situation bist, wo du darauf achten solltest, das Geld zusammenzuhalten, ja, oder dass du vielleicht auch die Dinge, ja, ich sag mal, regeln musst, finanzielle Dinge regeln musst, könnte auch sein. Dann haben wir hier den Donnerstag. Und das ist die Königin der Münzen. Ja, das ist eine gute Gelegenheit, die Dinge gut zu regeln. Die hast du auch in deinen Wünschen. Das heißt, du kriegst das alles sehr gut hin in Sachen Finanzen, auch Sicherheit, also wie gesagt auch in der Partnerschaft. Ja. Und dann haben wir dann am Freitag die 8 der Münzen. Das heißt viel Arbeit, du hast viel zu tun, du musst wahrscheinlich irgendetwas Wichtiges regeln, was vielleicht auch Finanzen oder Partnerschaft, Sicherheit irgendwo betrifft. Also es gibt hier, glaube ich, irgendetwas, was du regeln musst, wo du dran arbeiten musst. Das kann auch beruflich sein. Wir haben aber hier die 2 der Kelche. Es könnte auch an Freundschaft sein, eine Aussprache. Wir wollen die Freundschaft aufrechterhalten, wir arbeiten daran. Sowas könnte das auch sein oder eben auch in Sachen Beziehung. Gucken wir mal weiter. Der Samstag. Wir haben 5 der Stäbe. 5 der Stäbe ist die Karte des Wettbewerbs. Kann einerseits bedeuten, dass man durch Konkurrenz so ein bisschen angetrieben wird, etwas zu erreichen, etwas für sich zu erreichen, durchzusetzen, dass man vielleicht da ein bisschen gefordert wird. Oder auch in Sachen, wir mögen die gleiche Person und sind Wettbewerber um die Gunst sozusagen. Aber es kann auch bedeuten, dass du diesen Konkurrenzkampf magst. Ja, dass du sagst, wenn ich in Konkurrenz stehe, wenn ich bei einem Wettkampf mitmache zum Beispiel, dann bin ich viel effektiver, als wenn ich das nicht bin, wenn ich das nur für mich alleine mache. Muss man halt sehen im Zusammenhang. Wenn ich das jetzt hier in Sachen Freundschaft sehe oder Beziehung sehe, ist es so, dass du schon, ich sag mal, achtsam bist und also da auch aufpasst, dass du nicht zu kurz kommst. Am Sonntag haben wir die 3 der Kelche. Das können Feierlichkeiten sein, da muss man halt aufpassen, dass da nicht zu viel getrunken wird. Kann auch bedeuten, dass du den Sieg davon trägst. Es kann aber auch auf eine Dreiecksbeziehung hindeuten. Ja? Wir gucken uns das Ganze jetzt ein bisschen näher an mit dem nächsten Kartendeck, weil du hast dich ja hier so ein bisschen zurückgezogen. Vielleicht wirst du auch so aus deinem Schneckenhaus rausgeholt. Könnte auch diese Bedeutung haben. So, wir haben die 4 der Stäbe. Du fühlst dich zu Hause wohl. Und da gibt es Transformation. Transformation heißt Veränderung, heißt vielleicht auch, dass du umziehen möchtest oder dass du dein Haus, deine Wohnung, was auch immer, verändern möchtest. Und da gibt es vielleicht ein paar Auseinandersetzungen. Da haben wir wieder die 5 der Stäbe. Das ist auch so ein bisschen Gerangel. Ne? Wer hat hier das Sagen? Wer kann die Veränderung vorantreiben? Und wer setzt sich letztendlich durch? Dein Wunsch ist, dass alles stabil und sicher ist. Und finanziell auch abgesichert. Und mit der 9 der Münzen ist das auch der Fall. Es kann aber auch sein, wenn ich das jetzt so sehe, du bist vielleicht die Energie der Königin der Münzen und dein Partner oder deine Partnerin ist vielleicht nicht so gut gesittet und ist vielleicht deshalb auch so ein bisschen, wie soll ich sagen,
ähm, auf der, ja, vielleicht, wenn jemand jetzt nicht so viel Geld hat, dass sich das nicht vielleicht leisten kann, kann das für denjenigen Probleme bedeuten, ja. Geht es ums Ego, geht um vielleicht, ja, du kannst es dir leisten, der andere vielleicht nicht. Das könnte Schwierigkeiten geben. Wir haben hier in Hoffnung und Ängste die 9 der Stäbe und da haben wir die Sonne. Deine Arbeit, deine Durchsetzungskraft, dein sich, ja, ich will nicht sagen aufopfern, aber dafür kämpfen, dass alles gut läuft, zahlt sich letztendlich aus. Ja, es gibt natürlich Dinge, die dir noch nicht bekannt sind, aber trotzdem kannst du davon ausgehen, dass sich deine Mühe lohnt. Dann haben wir, gut für dich, Ritter der Schwerter oder Prinz der Schwerter. Das ist der Glaube an dich selbst. Du hast auch im Hintergrund das Gefühl, dass du dich auch mal durchsetzen musst, dass du mal sagen musst, was nicht gut läuft und was dich ärgert oder so. Das kann beruflich oder privat sein. Wir haben die Hohepriesterin und die gibt dir auch das Gefühl, Dinge, die bisher vielleicht nicht angesprochen wurden, müssen jetzt mal auf den Tisch, müssen geklärt werden. Dann haben wir nicht gut für dich, ist Obsession. Da ist die 5 der Münzen. Wenn du vielleicht hier so ein bisschen Konfliktpotenzial hast, ja, dann könnte es sein, dass du dich einfach mal schmollend ein bisschen zurückziehst und für dich überlegst, wie du das in Zukunft anders handeln kannst. Du hast den Ritter der Münzen da und du bist geneigt, also diese Dinge, die dich auch ärgern, die dich vielleicht auch kritisch machen, zu überdenken und da auch daran zu arbeiten und das zum Erfolg zu führen. Ja, wir machen alle Fehler und vielleicht ist das ein guter Moment zu überlegen, wo der Haken bei dir vielleicht liegt. Du hast als Ausgang den König der Stäbe. Und da haben wir Gerechtigkeit. Da haben wir Königin der Kelche. Ich könnte mir vorstellen, dass du einen Freund, eine Freundin befragst oder jemanden, dem du vertraust, um Gerechtigkeit, um das Ganze mal objektiv zu betrachten und auch mit Gefühl. Ja, ich glaube, dass dir jemand da einen guten Ratschlag geben kann, dir zur Seite stehen kann. Ja, vielleicht ist es auch dein Partner, deine Partnerin zum Beispiel. So, wir haben am Montag die 2 der Kelche und da kommt man sich halt sehr nah, beziehungstechnisch, also freundschaftlich auch oder auch unter Kollegen kann es so eine Freundschaft geben. Und da geht es um Ruhe. Das bringt dir Ruhe und Gelassenheit, weil du dich sicher und geborgen fühlst bei der Person. Ja? Dann haben wir am Dienstag die Königin der Schwerter, da haben wir die 4 der Kelche. Es kann sein, dass da eine andere Person ist, mit der du nicht so gut kannst, ja? Wo du jetzt nicht unbedingt dein Herz ausschütten würdest. Am Mittwoch haben wir die 4 der Münzen, da bist du noch am Überlegen, wie regel ich das? Wo geht die Reise hin? Was soll ich machen? Wie soll ich es machen? Mit der Königin der Münzen am Donnerstag haben wir die Wunscherfüllung. Das heißt, die Dinge klären sich auf. Ja, es kann 1, 2 Tage dauern, aber die Dinge klären sich auf und du weißt, worein du deine Arbeit stecken sollst. Und das ist eben die 3 der Münzen. Das kann beziehungstechnisch sein, das kann freundschaftlich sein, das kann aber auch beruflich sein. Am Samstag haben wir die 5 der Stäbe. Das hatten wir hier am Anfang auch in Bezug auf Hausheim und so weiter. Und dann haben wir wieder die 8 der Münzen. Du musst an diesem Konfliktpotenzial, an diesen Dingen arbeiten. Ja? Und am Sonntag ist alles soweit geklärt, aber du bist ein bisschen in Stagnation und das ist gar nicht schlecht. Der Gehängte sagt dir einfach, nimm mal die Position deines Gegenübers ein. Wenn es jetzt zum Beispiel um eine Beziehung geht, ihr wollt das Heim schön machen, du hast aber mehr Geld als dein Partner oder deine Partnerin, ja, dann muss man das klären, dass man da, ich sag mal, fair miteinander umgeht und nicht der eine sagt, ich habe das Geld und ich bestimme, wo hier der Hase langläuft. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, ja. Und dieses sich zurückziehen kann ganz gut sein, um über gewisse Dinge in Ruhe nachzudenken, ja, und sich da auch mal hier mit dem Gehängten ein Bild zu machen, ja, das ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt gucken wir mal, was die Orakelkarten dazu sagen. Schauen wir mal, was haben wir für einen Tipp für dich? Vergebung. Mir ist bewusst, dass Groll den Fluss der Liebe unterbricht. So, und das ist wahrscheinlich dieses Konfliktpotenzial, was eigentlich gar nicht nötig ist. Ja, es ist vielleicht der Stolz des einen oder anderen verletzt worden und es ist gar nicht so wild. Also der Grund des Streits ist wahrscheinlich einfach nur, dass der eine mehr verdient als der andere. Ja, das muss aber nicht schlimm sein. Und dann haben wir die nächste Karte, ist Selbstvergebung.
Lass alte Schuldgefühle los und erinnere dich daran, dass du Gottes vollkommenes Kind bist. Das gilt für dich genauso wie für dein Gegenüber. Also ich denke, in dieser Woche geht es darum, kleinere Missverständnisse, Ungereimtheiten, Dinge, die so den Alltag ein bisschen erschweren, so ein bisschen aus der Welt zu schaffen. Und wenn du das im Vorfeld siehst und du siehst so eine Sache, die sich da anbahnt, kannst du dem ja vielleicht schon im Vorfeld entgegenwirken und einfach mit einem netten Blumenstrauß oder einer netten Geste oder weiß ich was Schönem der Sache so den Wind aus den Segeln nehmen. Das wäre schön, würde mich freuen. Ja, es wäre schön, wenn du mir dann Ende der Woche dann ein Feedback geben könntest, damit ich weiß, wie das für dich wirken konnte. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Und wenn es geholfen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Das hilft meinem Kanal. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir eine angenehme Woche mit vielen Nettigkeiten. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Alles Liebe. Tschüss.